Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute hier zusammengekommen mit dem neuen Artist in Residence, mit Christian Gerhaher. Lieber Christian, du bist jetzt seit 10 Jahren kommst du zu uns und wir machen dieses wunderschöne Programm hier mit Lieder eines fahrenden Gesellen von Mahler. Sind das nicht eigentlich nicht für Orchester komponierte Lieder? Ja, sind eigentlich Klavierlieder und später von Mahler orchestriert und bei denen ist es am vielleicht plausibelsten, sie auch mit Klavier aufzuführen. Die Kindertotenlieder, davon gibt es als einzige keinen Mahlerschen Klaviersatz, aber sonst gibt es zu allen Liedern auch Klaviernoten von ihm selbst und mal vorher, mal dazwischen, mal später komponiert. Auch beim Lied von der Erde gibt es es übrigens. Und es unterscheiden sich oft, bei den Gesellenliedern fast nicht, die Noten ein bisschen und ich würde sagen, es sollte nicht in Konkurrenz stehen. Es sind eigentlich verschiedene Dinge. Die Klavierlieder sind ein bisschen einfacher aufzuführen, das ist klar, weil da nicht so viele mitmachen. Und der Sänger hat auch nicht so viele Probleme durchzukommen oder in farblicher Konkurrenz zum Orchester zu stehen. Naja. Christian, wenn du bist nun wirklich ein phänomenaler Liedsänger, das weiß jeder, der dich kennt und ich selber bin großer Fan. Wenn du jetzt mit deinem dir sehr ans Herz gewachsenen Pianisten, Herrn Huber, wenn du mit ihm jetzt auftrittst, habt ihr natürlich keine Probleme zusammen zu sein. Wenn du jetzt vor so einem Riesenapparat wie hier trittst, wo Simon Rattle oftmals sagt, a bunch of big personalities, ist es schon ein ganz anderes Gefühl für dich als Sänger? Wie ist das? Was hast du, wenn du jetzt davor trittst und du hast natürlich die ganzen Hörerfahrungen und Aufführungserfahrungen mit dem Pianisten, mit diesem Stück, wie ist das anders für dich als Sänger? Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, bei euch sowas zu singen, das ist wie ein Traum, den ich nie mich zu träumen gewagt hätte. Also da hätte auch sogar mein Unterbewusstsein im Schlaf gesagt, also das ist außer Reichweite, bitte nicht. Und mit Simon, also es ist für mich natürlich eine große Ehre und ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich bin jetzt auch froh, dass du nicht mehr so tust, als wären wir nach dem Konzert. Wir sind natürlich davor, ne? Und es wird ganz schrecklich schwierig. Es ist schrecklich. Aber das ist etwas, schwierig, was natürlich auf uns alle zukommt, dieser Moment, wenn man eigentlich einen Charakter darstellt und das, glaube ich, das fühle ich bei dir ganz stark, habe ich bei den Proben jetzt gesehen, der ja diese Mischung aus Euphorie und kompletter Verzweiflung. Ich denke, das hat sicherlich bei Mahler auch etwas Autobiografisches. Zumindest wird so in der Literatur oft so dargestellt, so verschmähte Liebe oder gerade bei seinen Amouren, die er hatte als reisender Dirigent. Er war eigentlich viel mehr als Dirigent bekannt in den ersten Jahren als Komponist natürlich, war sehr erfolgreich, ist sehr viel rumgereist, hat sehr viele vermeintliche Amouren gehabt, die aber sehr oft auch unbeantwortet blieben. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich diese zutiefst innige und auch sehr melancholische Musik höre und durch dich höre, wie viel musst du selber durchleben? Dieser Leidensprozess, dieses immer hin und her schwanken zwischen vielleicht könnte sie doch noch meine Liebe erhören und eigentlich das fast Suizidale am Ende, wenn er unterm Baum liegt und darauf wartet. Also zum einen, der biografistische Ansatz, die Werke Mahlers zu verstehen, ist natürlich so verbreitet wie vielleicht bei keinem anderen Komponisten, außer vielleicht noch Schumann, weil man da auch so viel weiß. Und bei Schumann halte ich es jetzt auch vielleicht noch für gerechtfertigter. Aber bei Mahler glaube ich, dass viele Dinge in seinem Werk doch auch Neuerungen sind, die er vielleicht gar nicht bewusst angestrebt hat. Zum Beispiel die Behandlung seiner doch im Großen und Ganzen, mal abgesehen von der 8. Symphonie mit Goethe und von den beiden Rückert-Zyklen, in der Behandlung dieser doch sehr einfachen Texte, die volksliedhaft sind, auch im Lied von der Erde übrigens, ganz einfach zu verstehen und nicht misszuverstehen. Also wie er diese Texte behandelt, schon als Steinbrüche, die Gedichte benutzend und dann Gedichte zusammenfügend, wo die Dichter, wie im Abschied vom Lied von der Erde, Jahrhunderte auseinander waren und wo einfach das überhaupt nichts miteinander
miteinander zu tun hat. Das heißt, es ist schon mal die Auswahl seiner Texte ein Abbild seiner assoziativen Welt. Und genauso assoziativ behandelt er dann diese einzelnen Fetzen. Also am besten sichtbar im Abschied vom Lied von der Erde. Es ist ein Satz und der wird vorne und hinten und von allen möglichen Seiten beleuchtet und dann kommt was ganz anderes. Es ist kein, was natürlich beim Lied sowieso nicht der Fall ist, erzählerischer Gestus, sondern es ist ein momentaner Gestus eines Gedankens, der nicht in der Retrospektive und prospektiv behandelt wird. Das ist etwas, was in die Moderne sehr stark, an deren Schwelle er stand, sehr stark hinausdeutet, aber ich glaube eben ganz sicher nicht von Mahler so intendiert. Also zumindest nicht in dieser Tragweite und Radikalität. Aber man fühlt es sehr, sehr stark. Ja, ich fühle, wenn du singst, diese Deklamatorik, diese Textausdeutung zusammen jetzt mit dieser Instrumentation, die ja natürlich später entstanden ist, irgendwie 10 Jahre oder 8 Jahre später. Ich fühle das sehr, sehr stark, dass du plötzlich eintauchst in verschiedene Gefühlsschwankungen und so weiter. Also ich muss zugeben, die Gesellenlieder sind natürlich wirklich sehr stark von einer Geschichte, von einer Zeit in Mahlers Leben beeinflusst, wo er in die Johanna Richter verliebt war, diese Sängerin in Kassel, die nichts von ihm wollte. Und das ist natürlich der Anlass und sicher hat er auch bei vielem daran gedacht. Er hatte auch die Texte im Grunde verfasst, vielleicht mit ein paar Vorlagen, die bekannt sind und zum Teil deckungsgleich sind aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn. Trotzdem, gerade was auch den Sänger anlangt, man kann das ja nicht durchleben auf der Bühne. Man rekurriert wahrscheinlich insgesamt, aber meine sagen wir, verzweifelte, amoröse Zeit, die liegt jetzt doch sehr lange hinter mir. Ich bin glücklich verheiratet und muss nicht mehr wegen der Liebe leiden. Ich leide jetzt wegen anderen Dingen. Aber natürlich kann ich dann auch nicht sagen, wie ich das singe, das war das Gefühl mit der Frau XY, die mich damals irgendwie schlecht behandelt hat und dann die Hoffnung, die habe ich damals auf dem Feldweg gehabt und ich höre die Vöglein pfeifen, das war übrigens eine Amsel oder sowas in meinem Leben. Also das kann ich natürlich alles nicht sagen. Das könntest du, das ist das, was mich interessiert. Nein, das könnte ich eben nicht und das will ich ja auch nicht. Ich möchte mich ja nicht identifizieren. Ich finde, eine Sache ist doch ein fundamentaler Unterschied zwischen Konzert- und Opernbühne, nämlich auf der Konzertbühne, speziell kenne ich das natürlich aus meiner Erfahrung als Liedsänger, also kammermusikalisch, da ist man einerseits so eine Art Medium für die Musik und zum anderen ist man aber auch Zuhörer und Teil des Publikums und nicht nur wegen zum Beispiel Schumannscher Vor- und Nach- und Zwischenspiele, sondern man hört sich selbst auch zu und hört also dieser Musik zu. Lass mich ganz kurz noch... Und da kommt dann was Persönliches, aber nicht in der Interpretation. Nicht in der Interpretation ist das Persönliche. Also es ist hier nicht meine Persönlichkeit, die etwas durchlebt und meine Beteiligung an den Inhalten dieser Lieder, was interessant ist, das ist doch wirklich total uninteressant, sondern es ist natürlich ein gewisser Erfahrungsschatz, den Künstler oder darstellende Künstler mitnehmen durch eigenes Erleben, durch Literatur, die man gelesen hat, durch Erfahrungen. Oder Lebenserfahrungen. Und wie die da einfließen, ich glaube nicht, dass man das zu sehr gewichten sollte, weil sonst wird es auf einmal doch so, dass man sagt, also ich habe da sehr gelitten und ich durchlebe das jetzt nochmal. Das will ich nicht. Das finde ich interessant. Es gibt ja genau diese Method Acting, es gibt ja genau diese beiden Parallelen. Aber darf ich da eine nette Anekdote erzählen, die stimmen soll? Laurence Olivier in The Marathon Man, der diesen schrecklichen Nazi-Folterer spielt. Genau. Und Dustin Hoffman kommt dann als Vertreter des Method Acting zum Drehtag, wo diese Folterszene und danach gedreht werden sollte. Sind und dann sagt der Laurence Olivier, wie schaust du denn aus? Ja, ich habe so schlecht geschlafen. Sagte, wieso? Ja, also wir haben doch jetzt diese, ich habe die ganze Nacht bin ich gerannt und ich habe mich so vorbereitet. Wieso? Ja, ich muss das doch glaubhaft darstellen. Deswegen habe ich also versucht, mich, and what about acting? Also es gibt ja schon zwei verschiedene Methoden. Ich neige eher dazu, Laurence Oliviers Art der Herangehensweise als beispielhaft zu bezeichnen. Ich muss dir noch, wir haben ja nicht so viel Zeit, ich muss dir noch 2 Fragen stellen, lieber Christian.
Eine Frage, die uns natürlich alle sehr interessiert. Wenn man jetzt vor dem Orchester steht, vor so einer großen Instrumentation, ja, und du würdest deine Stimme jetzt versuchen, genauso zu behandeln, wie wenn du einen Liederabend hast. Du kannst es aber nicht, weil du ja hinter dir, sagen wir mal, 90 Dezibel manchmal hast, ja. Wie veränderst du dich? Was versuchst du zu vermeiden oder gibt es irgendwelche Methoden, damit man nicht forciert oder damit man selber quasi die Kraft seines Stimmapparats kontrolliert? Gibt es da eine Methode, die du... Also ich bin so ein schlechter Techniker in dem Sinn, dass man sagt, ich lerne Technik und die wende ich dann immer an. Das funktioniert bei mir nicht. Die Technik des Sängers ist doch sehr von seiner Physis abhängig und die verändert sich einfach sehr stark im Laufe des Lebens. Und ich würde sagen, es gibt so ein paar Fixpunkte, an denen man sich aufhängen kann. Das ist eine klare Aussprache, ein Nicht-Verändern der Vokalfarben. Das sind nun Dinge, die nicht unbedingt damit zusammenhängen, was du meinst, aber man hat dann schon mal sowas wie einen archimedischen Punkt. Genau. Und davon kann man dann wieder ausgehen und aufbauen. Es gibt auch Dinge, die bei Zusammenarbeit mit sehr großen Lautstärken sich bei Sängern einschleicht. Das eine ist, dass man die Stimme ein bisschen verdunkelt und das ist ein psychologischer Akt, um die Stimme mächtiger erscheinen zu lassen. Genau. Und die andere Sache, was dann daraus resultiert eigentlich auch, nicht nur daraus resultiert, ist die Stimme sehr hell in eine Art Maske, das ist der Terminus technicus, zu platzieren, um eine große Tragfähigkeit zu erzielen. Beides halte ich für eine große Gefahr, vor allem für den Liedgesang, weil die Natürlichkeit verloren geht. Ich verstehe. Natürlichkeit ist natürlich auch kein natürlicher Prozess. Singen ist nichts Natürliches in der Art, wie wir das professionell machen müssen. Das ist natürlich was hochelaboriertes und artifizielles. Aber die Neigung, in die Maske zu singen, ist der noch viel verbreitetere Kompensationsprozess, der allerdings auch viele Farben verhindern kann. Und ich glaube, also gerade bei Malerliedern, die nun in der Orchestrierung doch meistens kaum musikalische Aspekte zumindest in sich haben, also vor allem bei den Rückertliedern, aber auch hier sollte man doch darauf vertrauen als Sänger, die Projektion aus einer Natürlichkeit heraus erwachsen zu lassen. Es gibt auch sowas wie ein Flautando bei einem Sänger. Das heißt, man singt mit einem offenen Mund und lässt mal den Tonstrom rauskommen und der zieht dann im besten Fall sowas wie eine Helligkeit nach sich. Und das ist eine natürliche Helligkeit, keine Helligkeit, die so, erzwungen wird. So. Was man in der Opernkantine gerne hört. Ja, ja genau. Sondern und dann kommt eine Helligkeit, die dem Ton angemessen ist. Und dieses andere, diese Maskenhelligkeit, ist etwas, was mir auch immer wieder als Gefahr entgegenkommt von mir selbst, aber was ich schwerst zu bekämpfen versuche. Auf jeden Fall ist es für uns und für mich eine riesige Freude gewesen, dich hier bei uns zu haben und noch sehr viel weiterhin zu haben, jetzt mit unseren Passionen. Da freue ich mich unglaublich drauf und 1000 Dank, lieber Christian. Danke, vielen Dank.